Moin Leute, in diesem Video geht es um ein KI-Basisprojektil und um die Wurmspucke, das heißt die Säure, die dort in Richtung Spielercharakter geschleudert wird. Das heißt, wir sind jetzt so weit, dass wir das Projektil erstellen können von dem Wurmgegner in der BP Enemy Base. Da sind wir so weit angelangt, dass wir die Play-Attack-Montages haben und im Chase-Player, wo der halt wieder hingeht in Richtung Spieler verfolgen, wenn der außerhalb der Reichweite ist. Und wenn er halt innerhalb der Reichweite ist, dann soll er halt mit so einem Projektil vom Wurm beschossen werden. Für die Projektile, damit die wiederverwendbar ist, wollen wir eine Basisklasse erstellen. Das heißt, wir gehen in den Content Browser und in unseren AI NPC. Dort Rechtsklick, Blueprint Class vom Typ Actor. BP-AI NPC Projektile Base. Den können wir dann öffnen. In den Standardeinstellungen Start with Tick Enabled den einmal deaktivieren. Danach haben wir hier unter Replication Replicates, das wird angeschaltet. Dann haben wir hier unten noch bei Rendering und danach Collision bei Actor. Bei Actor kann man noch was einstellen. Can be damaged, den werden wir hier deaktivieren. False. Und Initial Lifespan, da können wir auswählen, wie lange das Projektil halt da sein soll. Sowas wie 3 Sekunden. Das sagt halt darüber aus, wie lang das Projektil dort in der Gegend fliegen soll. Danach brauchen wir hier bei den Components auf der linken Seite Add Component eine Sphere Collision. Sphere Collision. Die Sphere an der Stelle können wir nach oben ziehen, dass das ein Root-Element wird. Das heißt hier einfach hochziehen und einfügen. Dann wollen wir darunter über Add als Kindelement ein Partikelsystem. Particle System. Das ist halt das Partikel, das dort angezeigt wird. Kompilieren und speichern. Jetzt können wir die Sphere Collision hier einrichten. Hier können wir die Collision dann einmal einstellen. In dem Reiter Collision. Da haben wir diese Collision Presets. Wenn wir die öffnen, dann stellen wir dann Can Character Step Open. Das sagen wir nein, dass er nicht drauf gehen soll. Oder die Charaktere können halt nicht oben drauf laufen. Mit No. Bei den Collision Presets, da nehmen wir Custom Collision. Beim Objekttyp, Object Type, da soll das halt ein Projektil sein. Das ist hier noch nicht hinzugefügt worden. Wir wollen uns ein eigenes Objekttyp hier hinzufügen. Hierzu gehen wir dann über Edit, dann in die Projekt Settings. Bei Engine haben wir so etwas wie Collision hier an der Stelle. Hier haben wir so etwas wie Object Channels. Hier wollen wir eins hinzufügen. New Object Channel. Der Name ist Projektile und Default Response an der Stelle soll ein Overlap sein. Dann auf Accept. Dann haben wir unser Projektile und bei den Presets, wenn wir das aufklappen, da können wir auch so ein Standard noch einstellen. Hier einmal New. Projektile. Collision Enabled. Da können wir die Query Only No Physics Collision auswählen. Object Type wird dann unser Projektile sein hier an der Stelle. Und wir wollen im Grunde alles mit Overlap hier einmal auswählen. Und die Visibility und Kamera, die ignorieren. Die World Static, World Dynamic und die Pawn wollen wir hier Overlap technisch aktiviert halten. Und Physical Body, Vehicle, Destructible und Projectile, die dann halt ignorieren. Das heißt, diese drei haben wir dann hier ausgewählt mit Overlap. Das Ganze über Accept dann einmal als Preset setzen mit dem Namen Projektile. Das Ganze können wir dann schließen, die Projekt-Settings, und uns in unserem BP-Anim NPC Projekt DL-Base kompilieren, speichern. Dann können wir das hier auswählen, indem wir das Ganze einfach schließen und neu öffnen. Unser Blueprint, Projektil Base, dann wieder auf unsere Sphere gehen, dort die Collision auswählen. Auf der rechten Seite können wir dann die neue ausgewählte Collision auch auswählen. Hier haben wir jetzt die Collision Presets. Statt Custom können wir jetzt Projektile auswählen. Das ist das, was wir hinzugefügt haben. Dann übernimmt er unsere Settings hier für ein Projektil. Kompilieren und speichern. Jetzt haben wir unser Projektil soweit eingerichtet. Der ignoriert halt alles Mögliche bis auf die Pawn und die World Dynamics, die World Statics
was sowas ist wie der Boden oder ja, irgendwelche Steine, Felsen, Bäume und so weiter. Jetzt kann man die Sphere weiter einrichten. Das heißt, in unserem Event Graph können wir das einmal löschen und die Sphere einmal ausgewählt, ganz nach runter gescrollt. Hier haben wir so ein On-Component Begin Overlap. Über das Plus fügen wir das hinzu. Wegen Multiplayer wollen wir das Ganze nur auf dem Server laufen lassen. Das heißt, hier ziehen wir den raus. Switch has Authority. Das heißt, über den Authority Node hier werden wir die serverseitige Implementierung vornehmen. Dann wollen wir auch noch mit der Bewegung von dem Projektil arbeiten. Hierzu braucht man eine weitere Komponente. Über den Add-Button, dann Projektile Movement, haben wir diese Bewegung dann mit Projektile Movement. Die Bewegung vom Projektil, Projectile Movement, können wir da einmal einstellen. Die Anfangsgeschwindigkeit, die kann man halt relativ schnell machen, das kann man immer noch ändern. 900. Max Speed auch 900. Und Projektil Gravity, das können wir hier mit 0 einmal ausstellen. Da soll keine Schwerkraft sein, wenn das Projektil durch das Level geschmissen wird. Kompilieren und speichern. Das sind so die Projectile Movement, der Basic Setup. Jetzt wird das im Grunde auch sich bewegen, das Projektil. Wenn das Projektil dann geschossen wird, hier im Event Graph, da wollen wir halt bei dem Other Actor nur den Spieler halt erlauben. Actor has Tag. Player. Mit B gedrückt halten und klicken ein Branch Node. Wir wollen hier nur Spieler entsprechend mit einem Projektil beschießen lassen. Wenn das Ganze halt ein Spieler ist, dann können wir hingehen und ihn halt fragen. Der darf ja nicht tot sein, sonst macht das Beschießen keinen Sinn. Also Actor rausziehen. Unsere Interface Call Player Des State. Wenn der Spieler als State dann zurückwirft, dass er not dead ist, also nicht tot. Not bool. Not bool ist der Spieler ist nicht tot. Mit einem B-Branch darf er dann halt hier weitermachen, wenn der Spieler nicht tot ist, um halt dieses Projektil halt auch auszuführen, wenn das überlappt. Wenn der Spieler halt nicht tot ist, dann holen wir uns hier diesen Sweep Result als Structure. Hit Result Structure, den ziehen wir einfach hier hin. Break Hit Result, um das aufzubrechen. Über den Reiter hier können wir es aufmachen. Wir haben halt diese ganzen Structure-Informationen an der Stelle über den Sweep Result. Das sind halt Informationen vom Overlap Event. Wir können sowas wie ja, die Location halt uns ausgeben lassen oder den Hit-Aktor an der Stelle. Dann gibt es hier sowas wie physikalisches Material hier, Physical Material. Das sind so die typischen Sachen, die man damit nutzen könnte. Mit den Informationen kann man halt weiterarbeiten. Wir gehen jetzt hin und holen uns die Location, an der halt das Overlap-Event stattgefunden hat. Promote to Variable. Hit Location. Die anderen können wir hier an der Stelle nochmal schließen. Heißt, wenn der Spieler getroffen wird, wollen wir halt hier einen Spezialeffekt spielen an der Location, wo er getroffen wurde. Das heißt, so visuell wird es dann so sein in Richtung Spezialeffekt, irgendein Sound spielen oder so. Und danach wird halt der Actor einen Schaden bekommen von der Spielemechanik. Das ist hier an der Stelle halt dann angesiedelt, basierend auf die Hit-Location. Dann brauchen wir auch dort noch den Spieler, der dann halt ein Damage bekommt. Hierzu müssen wir das noch aufsetzen, und zwar beim Paladin, dass er auch Schaden bekommen kann. Der hat ja eine Vererbung von der Elternklasse. Das ist dann die BB Player Base. Dort gehen wir hin in den Event Graph und machen uns hier den Schaden als Event zunutze. Rechtsklick. Event Any Damage. Hier wird dann auch die Schadenlogik sein auf Spielerseite. Das ist hier erstmal vorbereitet. Jetzt können wir wieder in den Projektil gehen. Projektil Base. Das können wir dann später hier nutzen. Vorher wollen wir noch einen Multicast erstellen. Rechtsklick. Add Custom Event. Multi-Play-Hit-FX. Das Ganze ist bei Replicatus ein Multicast und Reliable. Kompilieren, speichern. Hier wollen wir halt sowas machen wie ja, Partikel spawnen in der Welt. Es geht halt mit Spawn Emitter at Location.
können dann halt in diese Multicast-Funktionalität reinstöpseln den Emitter, der gespielt werden soll, dann die Location, wo das Ganze gespielt werden soll, dann ist auch die Größe, wie groß das sein soll, auch von Bedeutung. Wenn man auch das noch erweitern will und auch einen Sound spielen will, dann wird man sowas machen wie Play Sound at Location. Hier wird man den Sound auch in diese Multicast stöpseln, den man übergeben will. Und die Location als solche, die wird man von hier nehmen und da in die Location einstöpseln, sodass der Sound an der bestimmten Position gespielt wird. Es geht dann halt in diese Richtung. Das ist ein Multicast-Event, sodass alle Spieler das sehen und hören können. Das ist halt für Multiplayer wichtig. Und hier oben können wir dann das Ganze aufrufen. Multiplay HitFX. Hier haben wir die Hit-Location an der Stelle schon. Die stöpseln wir dann an die Location, wo das gespielt werden soll. Die anderen Sachen, da würden wir halt das zur Variable machen. Den Emitter-Template, Rechtsklick, Promote to Variable. Das wäre so etwas wie Hit-Particle. Die andere Variable mit Scale, Rechtsklick, Promote to Variable. Hit-Particle Scale. Und bei Sound, Promote to Variable, der Sound, der gespielt wird, Hit-Particle Sound. Diese drei Variablen, die können wir in eine Kategorie packen, um etwas sauberen Code zu haben. Können wir einfach Hit-Particle Sound hier auswählen, Kategorie Default. Den benennen wir halt einmal um mit Hit-Particle und gehen auf die andere Variable, wählen die Kategorie aus Hit-Particle und Hit-Particle packen wir auch in die Kategorie Hit-Particle. So, das ein bisschen sauberer an der Stelle hier links mit Hit-Particle, die dann hier dann zu sehen sind. Das Ganze nutzen wir auch bei den Kind-Klassen, die basierend auf Projektil Base halt aufgesetzt werden, um die einzurichten. Dann haben wir noch sowas wie Hit-Location. Die können wir auch einmal auswählen und auch Hit-Particle nehmen. Dann gehört das alles in eine Kategorie. Nach den Effekten, die gespielt werden, können wir den Damage-Event machen, also um Schaden zu verursachen. Hierzu gehen wir hin und holen uns Apply Damage. Hier haben wir dann den Damage-Aktor. Das ist ja hier die Eingangsvariable. Den Other-Aktor, den ziehe ich dann hier raus, den Other-Aktor, und schiebe den hier hinten bei Damage-Aktor rein. Dann haben wir hier sowas wie Base Damage, Promote to Variable. Das Ganze heißt Damage. Den Damage Causer wollen wir noch einrichten demnächst. Und hier erstmal den Damage Type Class. Da holen wir uns einfach den Damage Type. Kompilieren und speichern. Der Damage Causer an der Stelle ist ja der Owner. Wenn wir Actor Get Owner auswählen, das ist der, der den Schaden verursacht hier an der Stelle. Den stöpseln wir bei Damage Causer dann rein. Danach, wenn der Schaden verursacht wurde, dann können wir ein Delay nutzen, um eine kurze Verzögerung zu holen. Der kann man natürlich auch spielen, je nachdem wie viel man braucht. Wir setzen erstmal auf 0.1 Sekunden und dann Complete. Destroy Actor. Dann wird er sich halt zerstören, das Projektil, weil er den Schaden ja fast schon verursacht hat. Das Ganze ist jetzt ja die Projektil Base mit der Default Sphere Projektile. Das ist die Basis für die Kind-Klassen oder die Kind-Elemente als Blueprint-Klassen, die dann diese Spiellogik halt vererbt bekommen. Kompilieren und speichern das. Jetzt können wir hingehen und die verwenden. Hierzu gehen wir in den Content Browser. Wir haben unseren AI-NPC. Dort haben wir ja unsere BPAI NPC Projektil Base. Da gehen wir hin mit Rechtsklick. Create Child Blueprint Class. Bekommt das dann vererbt. Können wir dann nennen, so wie Worm Asset Projectile. Der kommt dann in den Wurm hier verschoben. Move hier. Wenn wir das Kind-Element hier einfach öffnen, diese Blueprint-Klasse, diesen Aktor, an der Stelle wäre dann halt sinnvoll, ja, sowas wie Projektile zu nutzen. Jetzt brauchen wir noch ein Projektil, das verschossen wird. Hierzu gehen wir nach Epic Games und dort in den Marktplatz.
Dort können wir für diesen Kurs einmal so ein kostenloses Asset holen. Unter Free, Permanently Free Collection. Da gibt es halt verschiedene Pakete, die man nutzen kann. Ihr könnt dann euch auch euer eigenes nutzen oder auch ein gekauftes. Im dritten Reiter habe ich so etwas wie so ein FX Variety Pack. Das öffne ich einmal. Das hat hier so ein paar Effekte, die wir nutzen können. Und das werde ich dem Projekt hinzufügen. Dem Dungeon Masters. Projekt hinzufügen. Jetzt können wir das Ganze im Projekt verwenden. Das heißt, wenn die Sphere, wenn die halt unterwegs ist, da wollen wir uns ein Partikelsystem hier einfügen. Jetzt gehen wir in den Content Browser und in dem FX Variety Pack, da können wir über den Filter dann Miscellaneous und dort Kaskade Particle System. Da haben wir so Partikel, die wir nutzen können. Können wir halt nutzen, was wie Spucke aussieht. Sowas wie so ein Wasserball hier. Wie so ein Waterball. Dekompiliert ganz kurz. Ich werde mir jetzt schnappen und in den Wurm schieben. Das heißt, einmal verschieben. In den Worm. Copy hier. Reinkopieren. Können den Filter hier wieder ausmachen. Hier können wir das einmal umbenennen. Worm Acid Ball. Wenn wir dann diesen Wasserball hier öffnen, können wir hier die Farben noch ändern. Heißt in den Core und dann Scale Color Live. Dort können wir dann die Color Scale over Live aufmachen. Distribution. Dann Constant Curve. Und bei den Points dort das zweite Array-Element holen mit Index 1. Und hier dann diese Farbe einfach ändern. Ihr könnt sowas wählen, so in Richtung Grünton oder so. Dann auf OK. Das Ganze speichern. Das Ganze kann man speichern. File Save. Schließen. Und in unserem Word Asset Projectile, da haben wir unser Particle-System. Dort können wir bei Particles unter Template das da hier hinzufügen. Das heißt, im Content Browser habe ich es ja ausgewählt. Und hier kann ich über den Pfeil das zuweisen. So haben wir unser Particle-System aufgesetzt. Compile and Save. Das Projektil können wir jetzt in die Welt setzen, um zu gucken, wie groß das ist. Wenn so ein Wurm das spuckt, können wir im Content Browser das einmal einfach reinschieben ins Testlevel. Und ja, das darf etwas kleiner werden. Das ist, wenn ich so ein Scale habe von 0,3. Mit G kann ich die Elemente halt ausmachen oder anmachen. Das sieht doch ganz okay aus. Vielleicht ein bisschen größer noch. 0,45. Ja, damit ist das nicht zu groß. Dann gehen wir in den Worm Asset Projectile und setzen diesen Wert auch im Partikelsystem auf der rechten Seite bei Scale 0,45. Und bei Sphere, das 4 zum Overlap, da können wir beim Sphere Radius auch noch etwas kleiner machen. Vielleicht sowas wie 2,7. Kompilieren und speichern. Hier kann ich aus dem Testlevel wieder löschen. Das ist soweit unser Projektil. Wir können hier das Bild auch noch aktualisieren. Jetzt öffnen wir das und hier oben haben wir so ein Thumbnail. Wenn wir da drauf drücken, speichern, dann ist der das im Content Browser auch aktualisieren. Unser Projektil hier, den Worm Acid Ball. Jetzt muss das Projektil auch verschossen werden in Richtung Spieler von dem Gegner. Hierzu gehen wir in die Elternklasse BP Enemy Base und in unseren Class Defaults, in den Class Settings meine ich, da haben wir ja unser Interface, unser int BP Enemy Base. Da brauchen wir eine weitere Funktion, die dann für das Spucken des Projektils zuständig ist. Das Ganze können wir im nächsten Video machen und damit möchte ich mich einmal verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Ich sehe euch im nächsten Video. Bis bald.